Hi Leute, willkommen zu Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau und einige andere Sachen, wie ihr wisst. So ab und zu baue ich auch, naja, die letzte Zeit eigentlich mehr so kleinere Spielereien. So, dann wollen wir heute mal direkt zum Thema kommen. Und zwar hatte ich ja letzt das Ausbrenneisen mit Beleuchtung gebaut und habe vor, jetzt so ein, ich sag jetzt mal, ich nenne es mal Kohlebecken zu bauen. So ein bisschen was, wo man das quasi dann beim Heilerbesteck dann auch irgendwie heiß machen kann. Dann hoffe ich mal, für alle, die Heiler spielen oder sowas in der Art, dass das Ganze euch vielleicht interessiert. Ich versuche das Ganze auch wieder relativ simpel zu halten, ne, damit ihr das auch nachbauen könnt für euch. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen und die Glocke, da ihr keins meiner Projekte verpasst. Dann legen wir los. Wir sehen uns. So, dann fangen wir mal an. Ich habe da schon mal so ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar hatte ich mir so ein paar Schablonen gemacht. Ist jetzt nicht so alles perfekt geworden. Ich habe dann quasi erstmal so eine Platte gemacht. Das ist dann hier aus 16er Matte. Da kann man natürlich auch 10er Matte nehmen. Ne? Hat man das dann ausgeschnitten. Dann habe ich das Ganze nochmal in derselben Größe und dann noch ein bisschen kleiner geschnitten. Und dann für das Touchlicht, was dann da reinkommt, ein Kreis. Das ist dann die nächste Platte. Ich habe mir hier schon, damit das nachher passt, einmal ein paar Linien dran gemacht, damit ich weiß, wo welche Seite ist. Das Touchlicht kommt dann quasi hier rein. Habe dann aber festgestellt, dass die 16 mm zu wenig sind. Da habe ich dann nochmal eine 10er Matte genommen. Die kommt dann nochmal oben drauf. Und dann habe ich aus einer 6er Matte den Durchmesser von dem Loch und dem Touchlicht habe ich nochmal ausgeschnitten. Das kommt dann quasi hier so drauf. Dann kann man das dann auch drücken. Dann habe ich hier so ein paar Dreiecke aus. Da werde ich so mal gucken, irgendwie so ein bisschen mit 5 Fuß oder so. Ich war noch am Überlegen, ein bisschen was Aufwendigeres, aber mal schauen. Dann habe ich hier, hatte ich mir überlegt, da kommt dann an eine Seite was dran, so ein bisschen, wo man das einhaken kann. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn das Ding dann hier so, ne, seht ihr, fällt dann runter. Da hoffe ich mal, dass das so funktioniert. Der soll dann hier so dran. Dann habe ich mir hier auch aus 10er Matte oder so, habe ich mir hier so eine Art Haken gemacht, dass man den dann quasi hier so einhaken kann. Ne? Und dann kommt hier noch aus 10er Matte, da hatte ich dann so 2 Kreise gemacht. Das hat dann so eine Art Halterung, den klebe ich dann hier so drauf, dass man das quasi dann so drauflegen kann. Und das Ganze dann halt aushaken, damit es halt nicht so viel Platz braucht. Also soweit die Idee. Dann werde ich hier oben noch, ich hatte dann noch so ein bisschen Restmaterial, werde ich hier noch so eine Art Rand machen, dass das ein bisschen hübscher noch aussieht. Oder gucken wir mal. So, dann fangen wir am besten erstmal mit dem Ganzen an. So, das Touchlicht brauchen wir erstmal nicht. Gucken, das Ganze machen wir dann wieder mit Heißkleber. Da werde ich jetzt erstmal hingehen. So. Das Ganze erstmal ohne alles kleben. Das Ganze machen wir wieder nach Augenmaß. Kennt mich ja. So Pi mal Daumen. So. So. Dann müssen wir jetzt, wo wir kleben müssen. Das Ganze machen wir dann in einem durch. Deshalb immer gucken, dass die Heißklebepistole auch schon heiß genug ist, damit wir dann auch eine größere Fläche in einem durch machen können. Wie gesagt, bei den Sachen mache ich jetzt wieder mit Heißkleber. Das sind ja keine Schlag-, Wucht- oder sonst irgendwie Waffen. Das ist ja mehr wieder so ein bisschen Deko. So, dann gucken wir mal. Die Sachen, die brauchen wir erstmal nehmen. Das sind noch Schablonen, die können wir auf Seite tun. Das brauchen wir auch gleich erst. Dann probieren wir jetzt mal aus. Ja, wenn man ein bisschen was breiter ist. Dann erstmal hier so ein paar von den Außendingern machen.
dafür nehmen wir die Schere. Können wir erstmal ein bisschen abschneiden. Den Rest machen wir dann gleich. Ich nehme jetzt erstmal so die etwas längeren Seiten. Ich habe die nicht gleich lang gemacht. Die sind so ein bisschen unterschiedlich. Also 4. Aber so im Großen und Ganzen. Ich dachte einfach nur so einen runden Kasten bauen. Das sieht ein bisschen langweilig aus. Machen wir aber dann eckig. Können wir dann auch noch so ein paar Verzierungen drauf machen nachher. Aber das mache ich wahrscheinlich wieder im zweiten Teil. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Schneiden wir hier die Ecken wieder ab. Seht ihr? Dann habt ihr das hier schon mal, ich sag jetzt mal, recht hübsch. An dem Teil hier, da können wir auch schon mal was kleben. Machen wir das Teil hier so dran. Ich bin mal gespannt, ob das dann nachher auch funktioniert und nicht irgendwie, dass das dann abfällt. Aber das meiste Gewicht liegt ja quasi dann quasi auf der Spitze. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ist jetzt mal wieder so, ich sag jetzt mal, sehr experimentell. So, gucken wir mal. Das klappt schon mal ganz gut. Also ich muss sagen, mit der Schere, das klappt wirklich gut. So. Schön ist, dann habt ihr nämlich, wenn ihr die eine Seite abgeschnitten habt, habt ihr nämlich für die andere Seite nämlich schon wieder so, dass es nämlich anliegt. Dann einfach hier einen Schnitt, zack, und schon habt ihr das wieder passend. Das klappt eigentlich sehr gut bei so Sachen. Also generell die Schere. Das ist schon für so Sachen. Oder halt mit dem Cutter. Aber mit der Schere, das geht eigentlich super. Legt ihr einfach bei dem längeren an und schneidet dann quasi so rein und schon habt ihr genau die Schräge, die ihr braucht. Damit das dann alles auch eckig aussieht. Dann nehmt ihr einfach hier das Teil wieder, setzt das dann hier so dran. Dann habt ihr die eine Seite habt ihr dann schon richtig und auf der anderen Seite müsst ihr dann halt nur wieder ein bisschen abschneiden. Dann habt ihr ja hier dann das gerade Teil. Dann geht er einfach mit der Schere hier so rein. Ups, er hat nicht so ganz gehalten. Das ist, wenn er wieder zu schnell macht. Und schneidet dann einfach so ab. Wie gesagt, das geht ja, wie ihr seht, das geht ziemlich gut und auch schnell. So, jetzt haben wir hier einen kleinen hübschen Rahmen drumherum gemacht. Das Ganze ein bisschen hübscher aus. Jetzt mal noch gucken hier. Kommt dann so drauf. Ich hoffe, dass das auch die richtigen sind. Hier braucht er dann ja keine Linien zu machen. Das ist ja sowieso schon so. Wo ihr auch gucken müsst, dass er eventuell für das Touchlicht das Ganze vorher noch so ein bisschen schleift. Dass das minimal größer ist. Dann passt das nachher auch besser rein. So. Ja, ihr seht, haben wir das schon mal. Würde ich sagen. Ein bisschen. So ganz hundertprozentig bündig. Das ist immer so eine Sache. So hundertprozentig habe ich das irgendwie auch noch nicht so ganz. Aber naja, gut. An ein paar Stellen, glaube ich, muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. So, schauen wir mal hier. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann haben wir das Teil.
Das ist ziemlich stramm fest, merke ich gerade. Kommt noch ein bisschen, vielleicht das nicht ganz, wenn nämlich jetzt noch die Farbe reinkommt, kriegen wir nämlich nachher nicht mehr raus. Da müssen wir dann nachher mal gucken. So, dann machen wir das Teil jetzt hier mal dran. Ob das nachher halt, naja, mal gucken. Also halten schon, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass das nachher vom Gewicht des Ausbrenneisens nicht so ganz klappt. Aber da müssen wir halt mal gucken. Dann. So, dann haben wir jetzt das Teil schon mal dran, das auch. Probieren wir mal aus. Naja, so einhängen kann man. Das wird dann hier, wo die Kohle quasi dann. Das war jetzt natürlich nicht so intelligent. So. Also das Einhaken klappt schon mal. Das ist dann für die Kohle selber. Das naja, habe ich mir schon fast gedacht. Das hält natürlich nicht, weil es zu lang ist. Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen kürzer. Vielleicht klappt es dann besser. Mal schauen. Ansonsten müssen wir das weglassen, wenn es ja nicht klappt. So. Naja, so geht's. Ist noch nicht so die perfekte Lösung, aber ich würde sagen, es geht. Mal schauen. Bin mal gespannt. Ansonsten müssen wir wirklich noch was anderes machen. Naja, mal schauen. Mit einem kürzeren Teil. Na, ich hätte das vielleicht ein bisschen, also hier das Teil ein bisschen breiter machen, so wie hier. Dann geht das nämlich etwas und kann nicht mehr so viel wegknicken, sage ich jetzt mal. Das ist noch nicht so die perfekte Lösung. Wäre vielleicht besser, wenn ich dann fest dran machen würde, aber ich will es halt nicht so von der Fläche zu groß machen. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir uns für das Touchlicht, dann geht schon was besser raus, aber ist noch nicht das Perfekte. Also dann werde ich gleich mit dem Lötkolben noch mal ein bisschen durchgehen. So, dann würde ich mal sagen, machen wir hier schon mal die Beine dran. Den hier, das Stück, das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir sie dran? Machen wir an jedes Ding 2 oder nur 1? Ja, das geht, aber da waren nur 1 oder 2, die waren noch nicht so richtig am Kleben. Ne, das geht, das geht. Ich habe aber auch so eine leichte Beule hier in dem Ding drin am Tisch. Also kann man vertreten. So. Dann haben wir hier so ein kleines Ding. Sieht ein bisschen hübscher aus jetzt. Das ist alles Abfall. Ein paar Reste. Kann man dann wieder so ein bisschen zurecht schneiden. Und dann hier wieder so draufkleben. Kann man das Ganze auch ein bisschen größer machen. Das ist nämlich, ich glaube, dann kann man das hier auch ein bisschen überstehen lassen. Wie ihr seht, so Abfälle kann man immer noch für so kleinere Sachen brauchen. Soll man gar nicht meinen. Nach all den Jahren tatsächlich was gefunden habe, wo man die Teile wirklich noch für gebrauchen kann, außer hier sowas natürlich, aber für sowas kann man vielleicht auch noch irgendwas machen. Gibt es bestimmt auch noch Möglichkeiten. So,
Dann schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal an. Aufpassen tut es. So sieht das Ganze dann aus. Ich glaube, wir machen jetzt das Ding hier auch nochmal dran. Das ist jetzt nicht unbedingt perfekt. Das Ganze hätte man irgendwie noch ein bisschen höher machen sollen. Oder halt je nachdem fest. Ich werde mal ausprobieren. Kann natürlich sein, dass wir das Ganze dann nachher neu machen müssen. Das ist jetzt... Ja. Ne, ich glaube, das war jetzt eine dumme Idee. Hätte ich genau anders umschneiden müssen. Genau so. Jetzt haben wir natürlich die eine Seite das Ding so ein bisschen blöd gemacht. Na, ist egal. Vielleicht fällt mir da auch noch was so ein. Machen wir das Ganze jetzt einfach mal hier so entgegengesetzt. Kleben mit Dreck dran. Ist zwar dann nicht so, wie ich es eigentlich machen wollte, aber naja. Irgendwas ist ja immer. Das Ganze ist jetzt ein bisschen kurz geraten. Aber das kann natürlich dann nicht so weggehen. Mit dem Licht, das klappt auch schon ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen mehr Platz machen, dass das Touchlicht da besser rein und raus flutscht. Ja, für hier, das ist halt jetzt, naja, überflüssige Deko, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, das ist mir noch ein bisschen zu straff. Aber es fällt schon besser. Ihr müsst immer bedenken, egal was er macht, es kommt ja noch Farbe mit rein. Ne? Also das müsst ihr immer im Hinterkopf halten. Oh, das sieht doch schon wesentlich besser aus. So, fällt schon von alleine raus. Wenn jetzt dann noch ein bisschen Farbe drauf kommt, dann müsste das eigentlich gut sitzen. Da das nicht zu straff ist, aber auch nicht immer direkt dann rausfällt. So. Noch ein bisschen am Lötkolben noch was nachglätten. Und immer aufpassen, Leute, wenn ihr hier mit dem Lötkolben drüber gegangen seid, nicht reingreifen. Ne? Das könnte ein bisschen schmerzhaft werden. Vielleicht mal hier noch so ein bisschen die Kanten an den Sachen. Da gehe ich jetzt einfach hier so nur mit der Spitze so ein bisschen über die Kanten drüber. Also wirklich nur so ein bisschen. Kann dann natürlich auch mit dem Cutter machen oder halt schmürgeln und dann nochmal glätten. Aber ich mache das jetzt einfach mit dem Lötkolben. Muss auch nur so ein ganz kleines bisschen und ist halt damit an den scharfen Kanten die Farbe nicht so schnell einreißen kann. Also normalerweise bei FlexiPaint, glaube ich, habe ich das noch gar nicht gesehen. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht passieren kann. Und bei Latex sollte da generell die Kanten brechen. So. Sieht gut aus. Den Rest lassen wir mal. Ich habe das jetzt hier nur an den Beinen quasi oder an den Füßen gemacht. Wie gesagt, hier muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen. Vielleicht kann man ja hier auch noch irgendwas einhängen. Keine Ahnung, Suppenkessel oder sowas. Mal schauen. Fällt mir bestimmt auch noch irgendwas ein. So, die Sachen können wir mal alle ausmachen. Zack, zack.
das Ding hier drauf. Dann machen wir das hier mal an. Ja, das klappt doch super. Guckt mal, Leute, wa? Genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dafür, dass das mal wieder relativ viel improvisiert war. Naja gut, ich habe auch ein bisschen Kopf und ein paar Sachen gemacht, aber jetzt nicht so wirklich viel. Ja, sieht doch gut aus. Also ich finde, da kann man mit arbeiten. Dann machen wir mal wieder 2 Teile von. Das erste Mal wieder den Rohlingbau und im zweiten machen wir das Ganze dann noch ein bisschen hübsch. Kommen noch ein paar Verzierungen drauf. So wie hier so ein bisschen was, mal gucken oder was anderes. Auf jeden Fall, dass das optisch so halbwegs passt. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch gefallen. Den zweiten Teil mal gucken, wann ich ihn fertig kriege. Und danach gibt es dann mal wieder Waffe zu sehen. Ich habe dann noch so ein paar Sachen. Mal gucken, ob ich vom Platz schaffe. Ich muss ja auch noch den, für den Dark Genesis Con muss ich noch den Spreizer bauen. Da werde ich jetzt die Tage mit anfangen. Ich hoffe, dass ich das in ein paar Tagen dann schaffe. Dann muss ich mal gucken. So, dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Sonntag. Schwitzt nicht so viel, soll ja noch heute noch mal richtig warm werden. Ja? Dann erholt euch gut von mir. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.